Ja, und hier geht es jetzt runter zum Meer. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist nämlich komplett vernebelt durch dieses regnerische Wetter heute. Aber ich lasse es mir natürlich trotzdem nicht nehmen, hier mal kurz ein Stück Richtung Strand zu fahren. Und vielleicht noch das ein oder andere Foto zu machen. Also hier oben geht es jetzt auch noch, weil hier der Sand ein bisschen festgefahren ist. Je weiter runter man kommt und gerade wenn man Richtung Wasser möchte, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil dann der Sand locker wird, und da bin ich auch schon öfter stecken geblieben. Aber ich werde mal hier oben vielleicht mal, hier sieht man schön die Kreise überall, hier machen sich manche Leute einen Spaß und machen Twisties mit ihren Autos. Ich bin mit der Vespa jetzt lieber ein bisschen vorsichtig, aber hier ist doch mal ein ganz cooler Platz, um ein schönes Foto zu machen. So an den Dünen. So, und weiter geht's. Ein bisschen am Strand lang. Fotos gemacht. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt Sommer ist und hier ist 25, 30 Grad, dann hat man hier richtig Spaß. Ja, und so kann man jetzt hier ewig am Strand lang fahren. Auch dieser Dünenbereich und weiter oben der Strandbereich gehört zum Naturschutzgebiet. Noch weiter oben in Röm ist eine Militärbasis. Deshalb kann ich leider keine Drohnenaufnahmen machen für euch. Denn ist hier leider alles verboten. Aus zwei Gründen. Einmal natürlich wegen der Militärbasis und zweitens wegen dem Naturschutzgebiet darf man hier nicht fliegen. Nur mit Sondergenehmigung, die ich natürlich leider nicht habe. Oh, ja, man muss hier aufpassen. Machen wir da mal ASR raus, damit ein bisschen. Ui! Ja, man muss wirklich vorsichtig sein, da rutscht auch schnell mal das Vorderrad weg. Trotzdem ich gute Reifen habe mit Profil, meine Winterreifen, aber trotz alledem, so lockerer Sand geht ganz schnell, Vorderrad rutscht weg und man liegt auf der Nase. Und das wollen wir nicht. Ace hat ja noch ein bisschen was vor sich. Also es ist jetzt natürlich extrem kühl, was fürs Fahren nicht sehr angenehm ist, aber es sieht schon toll aus, ne? Also wenn man jetzt hier so den Nebel stehen sieht über den Dünen, hat schon was. So, auf geht's jetzt. Erstmal noch ein bisschen in Dänemark bleiben. Also das Wetter ist wirklich sehr kühl, 9 Grad. Und ihr wisst, wie es ist, wenn man auf dem Bike sitzt. Dann fühlt sich das Ganze noch mal ein paar Grad kälter an. Dazu kommt, dass es extrem bewölkt ist. Also nicht gerade das schönste Motorradfahrwetter oder Rollerfahrwetter. Ich gehe jetzt noch mal tanken und bis dahin werde ich mir mal überlegen und noch mal die Kälte so ein bisschen durch meinen Körper gleiten lassen. Ob ich jetzt doch noch weiter Richtung Norden fahre oder ob ich sage, gut, es geht langsam wieder Richtung Deutschland, weil es ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, dass hier gerade 9 Grad sind und ich gucke auf Berliner Wettervorhersage und da sagt es mir an, dass es heute 22 wird. Ja, dann werde ich gleich mal tanken hier. Schauen wir mal, was haben wir hier Schönes? 95, 98. So, voller am vollsten.
müssen wir gleich mal nachwischen. Rasch noch ein paar Alpine Ohrstöpsel reingemacht. Ja, Ohrstöpsel würde ich euch immer raten reinzumachen. Ihr könnt trotzdem noch hören, das sind so spezielle von Alpine für Motorradfahrer, die einen gewissen Prozentsatz von Frequenzen wegnehmen. Aber das macht wirklich Sinn, denn wenn man so ein paar Stunden mal gefahren ist, dann merkt man doch, wie das wirklich ganz schön auf die Ohren geht. Also mein Tipp, immer schön Ohrenstöpsel rein bei langen Strecken. So, und ich glaube, dadurch, dass es immer noch sehr frisch ist, ich meine, ihr seht das schon so ein bisschen, alles zugezogen, diesig, also nicht das optimale Wetter. Ich wollte an sich noch mal Richtung Norden zur nördlichsten Spitze von Dänemark. Das ist ganz toll, da gibt es so eine Stelle, wo die Nordsee und die Ostsee aufeinandertreffen. Also beide Strömungen sozusagen, und das soll wunderschön sein. Aber da wäre ich jetzt noch mal eine ganze Weile unterwegs. Und das ist mir doch heute etwas zu kalt. Das mache ich dann lieber später dieses Jahr noch mal. Von daher, ich glaube, für heute reicht das erstmal. Und ich mache mich jetzt langsam wieder in Richtung Wärme auf, und zwar jetzt ein bisschen über schöne Landstraßen. Ich werde bei Kalimoto mal so einen schönen kurvigen Kurs eingeben, habe ja auch Zeit. Ist jetzt gerade mal 10 vor 10, mir ein bisschen Zeit gelassen und werde jetzt ganz entspannt über Landstraßen schön wieder gern Wärme fahren. Hier seht ihr nochmal das Wattenmeer, was auch zu diesem Naturschutzgebiet gehört. Und heute, wie man sieht, ist das Wasser schon um einiges dichter wieder dran. So, das ist jetzt die Tour, die Kalimoto mir vorschlägt. Also man sieht, das sind Feldwege. Zwar geteert, aber natürlich jetzt nicht so schön wie eine normale Straße. Hier ist natürlich auch viel landwirtschaftlicher Verkehr, der hier lang fährt. Dementsprechend verschmutzt, und dementsprechend muss man natürlich auch sehr vorsichtig hier fahren. Aber schon lustig. So, jetzt sind wir wieder in Deutschland. Richtung Hamburg und Kiel. Ich fahre jetzt aber gleich erstmal von der Autobahn runter und fahre wieder schön über Landstraße. Wie zu erwarten, fängt es jetzt auch noch an zu regnen. Das ist natürlich nicht so lustig. Jetzt bin ich ein bisschen vor dem Regen geschützt, jetzt hat es aber auch gerade wieder so ein bisschen aufgehört. Naja, die Regenjacke wiegt nichts, hält noch ein bisschen warm, weil ihr seht, so richtig schön ist das Wetter natürlich immer noch nicht. Immer noch extrem bewölkt, frisch, und für Folge dessen hält diese extrem dünne Regenjacke auch ganz gut noch was ab. Und man wird noch ein bisschen besser gesehen, und ich bin jetzt Ton in Ton all white, selbe Farbe wie Ace, und es reflektiert noch ein bisschen, also man wird noch ein bisschen besser wahrgenommen. So, jetzt fahre ich noch ein paar Kilometer auf der Autobahn und dann geht's runter und wieder über die Landstraßen, weil Autobahn so lange fahren ist immer. Also es geht, muss man wirklich sagen. Und jetzt mit den neuen Vario-Rollen ist wirklich toll. Also man kann da auch ohne Probleme mal schnell an einem LKW vorbeiziehen. Kann ich euch ja mal zeigen. Also jetzt fahre ich 110. Hinten ist Platz, alles gut, zack.
und zack mit 130 schnell mal vorbeigezogen und dann wieder runter auf 110, 120 läuft. Also angenehm ist so 100, 110. Dann kann man so dahin gleiten, aber ja, schon ein bisschen langweilig. Ich mache es immer nur dann, wenn ich ein bisschen Strecke machen möchte, weil es natürlich schneller geht als über die Landstraße. Ja, wie ihr seht, jetzt fängt es doch an zu regnen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal kurz irgendwo anhalten und mir doch die Regenhose anziehen. Ich habe für die Handschuhe auch noch so eine Überhandschuhe, was bei denen aber jetzt erstmal nicht zwingend notwendig ist. Die sind nämlich wasserdicht. Sollte es noch stärker anfangen zu regnen, könnte ich da jetzt noch so einen komplett wasserabweisenden Schutz drüber machen. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, nicht so schön. Aber dafür gibt es gute Kleidung, kann man sich ja gegen schützen. Und ich habe ja auch meine Scheibe vorne und wie ihr seht, hält die ja schon ein bisschen ab. Also alles gut, weiter geht's. Also sehr cool, Kalimoto schickt mich hier wieder über die kleinen engen Kurven und die Feldwege. Coole Strecken. Also das macht wirklich Sinn, wenn ihr öfter eine Tour fahrt. Fahrt nicht mit Google Maps. Holt euch die Kalimoto App. Kann ich wirklich sehr empfehlen. So, wieder mal getankt. Muss man bei der Vespa ja öfter. Gleich kurz eine Pause gemacht. So, jetzt geht's weiter. Ich bin jetzt hinter Kiel schon. Ja, und ihr seht schon, das Wetter hat sich total verändert. Vorhin noch bewölkt und Regen. Jetzt habe ich die Regenkluft schon ausgezogen. Jetzt wird es nämlich warm. Wir haben jetzt, glaube ich, bestimmt 18 Grad. Also da sieht man mal, wie innerhalb von ganz wenigen hunderten Kilometern
wir von 10 auf 18 Grad sind, von bewölkt und Regen jetzt auf bewölkt und ein bisschen Sonne. Und da macht das Ganze jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr Spaß. So, wie viel bin ich denn überhaupt schon gefahren jetzt insgesamt? Auf der Tour bin ich jetzt gefahren 911 Kilometer. Heute ist der 3. Tag. Jetzt kommen noch mal knapp 300 dazu, sind wir bei 1200 Kilometern. Naja, Schnitt von 400 Kilometer am Tag. So, wir nähern uns langsam dem Finale. Bin bald da. Ich habe vorhin ein bisschen auf Autopilot gemacht und bin dann einfach mal durchgefahren. Ja, jetzt kommt so auch richtig die Sonne raus. Wunderbar zum Abschluss der Fahrt. Also um 6 werde ich da sein, um 9 bin ich losgefahren. Also wieder 9 Stunden auf dem Bock. Also es ging. Wetter war halt ein bisschen sehr bewölkt und das Regnerische vorhin war nicht so schön, aber ansonsten war es okay. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, fahrt nicht so lange. Also das geht dann irgendwann doch auf die Knochen, man merkt es im Rücken. Irgendwann lässt dann auch ein bisschen der Spaß nach. Also wenn man sich dann zu sehr konzentrieren muss und es anstrengend wird. Also ich glaube, so optimal ist 200 bis 300 Kilometer. Es geht natürlich auch, wie ich es jetzt gemacht habe oder damals die 14 Stunden aus Österreich, aber ich würde es euch nicht raten. Also wenn ihr ein bisschen relaxen wollt beim Fahren, tut euch den Gefallen, fahrt kurze Strecken und genießt lieber die Fahrt und da, wo ihr ankommt, nehmt euch ein bisschen Zeit, die Gegend zu erkunden. Da hat man, glaube ich, dann ein bisschen mehr von. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Also die Tour jetzt in 3 Tagen, 1200 Kilometer, war schön. Also ich habe ein paar schöne Ecken gesehen. Kann auch immer wieder nur empfehlen, nehmt euch die Kalimoto-App, gebt da ein, kurvig, super kurvig, was auch immer und fahrt über die Landstraßen. Kalimoto findet da wirklich tolle Strecken, ganz abgeschiedene Feldwege zum Teil und da macht es dann auch wirklich Spaß, lang zu fahren. Ja, und die nächste Tour, mal schauen, werde ich dann vielleicht mit der BMW machen. Ich werde jetzt die Tage auf jeden Fall mal beim Björn vorbeischauen, denn das Umbauprojekt der GTS 500 ging ja weiter. Und ich will mal sehen, wie weit er jetzt da gekommen ist. Und werde auf jeden Fall die Tage mal reinschauen. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Hoffe, die kleine Tour hat euch gefallen. Wie gesagt, Römö kann ich jedem empfehlen. Das macht total Spaß, aber fahrt lieber im Sommer hin, wenn es warm ist. Bucht euch vorher ein schönes Ferienhaus, dann habt ihr da eine tolle Gegend, wo ihr Ausflüge machen könnt, euch die Naturschutzgebiete angucken könnt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, fahrt vorsichtig, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.